So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Die Kanalmitglieder, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, gab es ja noch keine, aber ich habe das Feature ja vor einiger Zeit aktiviert und solltet ihr Kanalmitglied sein, würdet ihr dieses Auto jetzt schon kennen. Ansonsten für alle anderen, das hier ist jetzt ein Opel Omega B und zwar Baujahr 96, wenn ich es richtig weiß. Der ist jetzt gerade heute frisch angeliefert worden. Ich habe den mir vor circa über einer Woche angeschaut, in Hessen in der Nähe von Bad Hersfeld. Wie ihr sehen könnt, das Auto ist jetzt relativ dreckig. Wie gesagt, das wurde angeliefert, fährt aber, ist ja also auch selber reingefahren, hat ein paar technische Mängel. Er hat hinten Probleme, er hat hinten so eine Unterstützung bezüglich Niveauregulierung, also Luftfahrwerk. Allerdings ja, würde ich das jetzt nicht direkt Luftfahrwerk nennen. Das ist wie gesagt nur so eine Unterstützung, da hat er ein Problem. Und er hat an den Frontscheinwerfern ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Das sind die Mängel, die mir jetzt bekannt sind. Beim Besichtigen ist mir noch aufgefallen, dass relativ viel Ölfeuchte um den Motor herum ist. Ansonsten sind mir erstmal keine Mängel bekannt. Jetzt ist das natürlich ein Auto, was vielleicht nicht ganz, sage ich mal, in meinen sonstigen Autobestand passt. Ich habe ja die beiden BMWs, den M2 und den GT4. Ich habe den Camaro aus 79, also auch, sage ich mal, ein bisschen was Spezielleres. Dann habe ich den Audi mit dem V10-Motor, der ja auch ein bisschen spezieller ist, und noch den Maserati. Also passt jetzt vielleicht nicht ganz, würdet ihr denken. Ja, prinzipiell ist das richtig. Allerdings muss ich sagen, hat mich das Auto irgendwie so ein bisschen abgeholt. Zum einen, es ist Baujahr, wie gesagt, ich glaube 96. Ich muss da nochmal die Unterlagen gucken, ich blende euch das jetzt ein. Aber ich glaube, es war 96, sprich, ist nicht mehr so weit weg von einem H-Kennzeichen, was immer attraktiv ist, finde ich. Zum anderen ist es eben genau in so einer Zwischenzeit. Das heißt, das Auto hat jetzt noch kein H-Kennzeichen, bekommt es aber wahrscheinlich bald. Und die Preissituation für die Fahrzeuge ist sehr, sehr gut. Also kann ich ja offen sagen, ich habe 2.200 € für das Auto gezahlt, was, wie ich finde, wirklich super ist für ein Auto, das fährt und prinzipiell funktioniert. Klar, es hat ein paar Mängel, aber ich denke, die kriegen wir irgendwie wieder hin. Dann ein bisschen aufarbeiten und dann sollte das ein richtig schickes Auto für den auch Alltagsbetrieb sein, meiner Meinung nach. Insgesamt hat er nur knapp 110.000 Kilometer runter. Ist also auch laufleistungstechnisch wirklich grandios, wenn man bedenkt, was man, wie gesagt, da an Geld investieren muss. Hat Schiebedach, hat elektrisch verstellbare Sitze, hat komplett Leder innen drin, zeige ich euch gleich nochmal. Dann relativ großen Kofferraum. Opel Omega B ist so ein bisschen ja, Mittelklasse-Fahrzeug bei Opel gewesen. Und ist das letzte Auto von Opel, wo es noch Heckantrieb gibt. Bedeutet, man hat ja danach umgestellt auf frontangetriebene Autos und das ist sozusagen das letzte Modell, wo man noch Heckantrieb hatte, zumindest meines Kenntnisstands nach. Hat einen V6-Motor und ja, ist dadurch eigentlich auch, sage ich mal jetzt, für mich zumindest ein bisschen attraktiver, weil es halt ja schon ein etwas größerer Motor ist. Also 3 Liter oder so hat er, glaube ich. Einen Zahnriemen, das heißt, das müssten wir uns dann auch angucken. Aber wie gesagt, der erste Fokus bei mir liegt jetzt darauf, ich hatte eine Roststelle gesehen, unten am Falz bei der Fahrertür. Das werde ich mir zuerst anschauen und das beheben. Ansonsten war mir jetzt zumindest karosserietechnisch oben am Fahrzeug kein Rost aufgefallen. Wenn ich den dann mal hochgehoben habe und geschaut habe, woran das mit der Höhenregulierung liegt, dann werde ich auch unten gucken, wie es da rosttechnisch aussieht. Aber alles in allem bin ich erstmal sehr zufrieden. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einfach mal ins Innere des Fahrzeugs. So, ich habe jetzt einmal die Tür geöffnet für euch. Wir sehen hier, wie gesagt, der ist mit Lederausstattung. Das heißt hier, die Türtafel ist wirklich komplett beledert. Unten an der Türtafel haben wir so ein bisschen Stoff. Dann haben wir elektrische Fensterheber. Wir haben, wie gesagt, elektrisch verstellbare Sitze, was auch, finde ich, relativ besonders ist, komplett beledert. Auch innen drin, wie gesagt, eigentlich finde ich optisch sehr, sehr schön. Ist natürlich lichttechnisch wieder ein bisschen schwierig. Ich versuche mal, ob ich das ein bisschen heller bekomme. So, jetzt habe ich hier mal mein Motorhaubenlicht installiert. Dann kann man das ein bisschen besser erkennen alles. Wie gesagt, eine schöne Lederausstattung, ist auch vom Zustand noch echt top. Werde ich natürlich aufbereiten, ähnlich wie ich das beim Audi neulich gemacht habe. Allerdings ist jetzt hier nichts wirklich verschlissen. Bedeutet, ich muss hier jetzt keine Kanten oder sowas reparieren. Das Einzige, was jetzt hier im Innenraum verschlissen ist, ist hier der Hebel für die Handbremse. Wenn wir uns das angucken, das Leder. Das hat wirklich gelitten, das muss man neu machen. Ansonsten werde ich den einmal grundreinigen und dann halt schauen, was da noch übrig bleibt. Aber die Sitze, also gerade hier die Flanken und sowas, ist top erhalten. Das einfach nur schön mit einem Lederreiniger säubern und dann wieder gut einfetten. Da habe ich mir ein spezielles Lederpflegemittel besorgt. Das habt ihr ja auch im Audi-Video gesehen. Das werde ich ja auch verwenden. Dann eben hier, wie gesagt, die Armaturen und alles einmal reinigen.
Ansonsten muss ich sagen, es ist ein wirklich schönes Fahrzeug, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat natürlich Automatik. Insgesamt muss ich sagen, bin ich wirklich erstmal sehr zufrieden. Jetzt werden wir natürlich gucken im Laufe der Zeit, ob da noch irgendwelche Mängel sich verstecken, aber wie gesagt, bei dem Preis, und das Auto hat ja auch ein paar Jahre auf dem Buckel, da bin ich jetzt auch nicht sauer, wenn da noch irgendwas passiert. Also sehr freundlicher Verkäufer, hat alles super geklappt. Deswegen von meiner Seite aus da erstmal kein Problem. Hinten, wie gesagt, auch relativ viel Platz, auch voll beledert, wirklich, wirklich schön. Ihr seht das auch hier in den Einstiegsbereichen, alles sauber, kein Rost. Den einzigen Rost, den ich, wie gesagt, finden konnte, war der Rost an der Fahrerseite unten. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Dann haben wir hier einen großen Kofferraum. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt aufgeht ohne Schlüssel. Doch, geht auf, perfekt. Genau, haben wir hier also einen relativ großen Kofferraum. Also das ist wirklich ein tiefer Kofferraum, das ist Wahnsinn. Da muss ich dann auch mal reinschauen und alles sauber machen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Er hat einen kleinen Parkrempler oder sowas mal gehabt hier hinten. Da muss ich gucken, inwiefern ich das vielleicht wieder ein bisschen instand gesetzt bekomme. Dann natürlich hier das Plastik, das hat einfach gelitten. Das werde ich auch ein bisschen aufarbeiten. Aber ja, alles keine großen Sachen meiner Meinung nach. Hier auf der Fahrerseite können wir vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen, wie das hier so aussieht. Wir haben hier verschiedene Direktschalter für die Nebelleuchten vorne, hinten. Wir haben diese Höhenregulierung, die scheinbar defekt ist. Das ist TÜV-relevant, genauso wie mit der Niveauregulierung auf der Hinterachse. Dann sehen wir, er hat Tempomat und was weiß ich noch alles für Features. Er hat tatsächlich auch Bedienelemente am Lenkrad, also für die Audiosteuerung. Ja, ziemlich krasse Geschichte für so ein altes Fahrzeug, finde ich. Ja, insgesamt, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Und auch hier, wenn wir schauen, der Sitz, also ist praktisch noch neuwertig, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also gar keine Abnutzungsspuren. Das ist wirklich Wahnsinn. Mit Memory-Funktion. Was mir auch extrem gut gefällt, besonders bei den älteren Autos, und da habe ich einfach so ein bisschen ein Faible für, ist das Geräusch, wenn die Tür schließt. Versucht das jetzt mal für euch einzufangen. Ich finde das einfach super schön, dieses Türschließgeräusch. Achtung. Ich mache es nochmal. Also ich finde das klasse, wie das so richtig schön satt ins Schloss fällt. Keine Ahnung, aber das nimmt mich irgendwie total mit. So, jetzt schauen wir mal in Richtung Motor. So, wie gesagt, hier haben wir jetzt diesen 3 Liter V6 Motor. Wir haben hier drüben unseren Luftfilter. Ich weiß noch so gut wie gar nichts über den Motor, außer dass er eben einen Zahnriemen hat. Da habe ich auch schon einen neuen Zahnriemen bestellt. Plus so ein Anleitungsbuch, wie man hier sich an dem Auto selber hilft, damit man so ein bisschen Informationen hat, was man machen muss. Wir sehen, er hat keine elektronische Drosselklappe. Das heißt, die ist hier tatsächlich noch mit einem Seilzug verbunden. Ziemlich cool. Dann sitzt hier hinten dran der Zahnriemen. Dafür muss man, wenn man den wechselt, eben hier diese Ansaugung so ein bisschen abbauen. Dann haben wir auch hier vorne die Batterie. Wir haben unseren Behälter für die Servoflüssigkeit, für die Bremsflüssigkeit. Das ist alles Sachen, die ich dann erneuern muss. Genauso wie das Kühlmittel, das muss ich auch erneuern. Dann sehen wir dort, wir haben 2 Spritleitungen, die sind schön belabelt, dass da eben die Spritleitung hingeht. Und ansonsten eben diesen 6-Zylinder-Motor. Da habe ich gesehen beim Abholen, dass der hier unten, das sieht man jetzt nicht, dass der ein bisschen sifft, aber es ist in einem Bereich, wo nichts abtropft. Das werde ich dann auch mal sauber machen und einfach gucken, woher das kommt und dann bei Bedarf einfach mal erneuern. Wie gesagt, viel gibt es jetzt hier eigentlich nicht zu sehen auf den ersten Blick, außer dass auch hier, ich sagen muss, finde ich eigentlich ein sehr gepflegtes, schönes Fahrzeug. Ich kann jetzt hier erstmal keine Unfallschäden erkennen. Insgesamt denke ich, ein ganz cooles Auto und mein Ziel ist es auch, das dann eben im täglichen Betrieb zu fahren. Was auch noch so ein Ding ist für den TÜV, wir sehen, dass hier der eine Scheinwerfer ist schön klar und ja, sage ich mal, TÜV-konform, alles in Ordnung. Hier drüben der Scheinwerfer, der ist ein bisschen Karl Dahl-mäßig, der hat schon gelitten. Da würde wahrscheinlich der TÜV ein bisschen meckern. Also mal gucken, ob ich den aufgearbeitet bekomme, also sprich einfach ein bisschen sauber machen oder ob ich den tauschen muss, mal schauen. Ja, genau, das hätte ich gesagt, war jetzt so der erste Eindruck vom Auto. Da kommen jetzt dann nach und nach noch ein paar Videos. Das erste ist, dass ich eben alles einmal schön sauber mache, damit ich besser sehen kann, wo gegebenenfalls Probleme vorhanden sind. Zudem finde ich es immer ganz schön, wenn man so ein Auto erstmal putzt, sowohl außen als auch innen, wenn man dann beim Putzen eben genauer an die verschiedenen Stellen schaut und so eher herausfindet, wo man gegebenenfalls noch Probleme hat. Wenn man jetzt irgendwie versucht, direkt mit der Technik loszulegen, ohne einen konkreten Überblick zu haben, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Also ich mache es dann gerne so, dass ich eben, wie gesagt, anfange, das Auto gründlich zu putzen und dabei fallen mir dann schon diverse Dinge auf, die ich dann im Laufe der Zeit adressiere und dann sozusagen behebe und verbessere. Und jetzt hätte ich gesagt, zum Abschluss, da wir jetzt so einen groben Überblick haben, zeige ich euch noch die eine Roststelle, die mir aufgefallen ist. So, bezüglich Rost, wie gesagt, ist jetzt hier mir in den ganzen Einstiegsbereichen und ansonsten an der Karosserie von oben, von außen erstmal nichts aufgefallen. Aber wenn wir hier unten gucken, die Türseite auf der Fahrerseite, der Einstieg, ne, hier, wenn die Kamera scharf stellen würde, ach Gott, jedes Mal das Gleiche. Moment.
So, jetzt hat es geschafft. Genau, hier haben wir tatsächlich eine Roststelle, eine ganz kleine, die werde ich aber bearbeiten, ein bisschen anschleifen und dann eben mit Vertan behandeln. Das Ganze dann im Anschluss mit ein bisschen einfach schwarzem Lack lackieren, sodass da nichts mehr passiert. Aber das war tatsächlich die einzige Roststelle, die mir aufgefallen war, was ich ziemlich cool finde. Ansonsten sah das insgesamt karosserietechnisch sehr, sehr gut aus. Wo man natürlich auch, weil ich ja gesprochen habe, das Fahrzeug muss einmal gereinigt werden. Hier sind halt jede Menge, ja, sage ich mal, Standspuren, weil der ein bisschen gestanden ist bei dem Vorbesitzer, weil er eben keinen TÜV mehr bekommen hat aufgrund der erwähnten Mängel. Das sind alles Dinge, die muss ich jetzt halt einmal sauber machen. Und dann sieht man auch genauer, was los ist. Aber insgesamt macht das Auto erstmal einen soliden, guten Eindruck. So, das war es jetzt mit dem heutigen Video. Ich habe euch einen groben Überblick über das Fahrzeug gegeben. Wie gesagt, es gibt ein paar Baustellen, die ich als erstes angehen muss, weil die TÜV relevant sind. Die Niveau- bzw. Höhenregulierung an der Hinterachse und die Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer vorne. Das sind, wie gesagt, die ersten technischen Themen, denen ich mich widme. Insgesamt wird aber das nächste Video wird dann erstmal den Fokus haben, das Auto zu reinigen, sowohl außen als auch innen. Da habe ich ja erwähnt, habe ich entsprechendes Lederpflegemittel besorgt, was ich ja auch schon beim Audi verwendet habe und wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das werde ich hier auch wieder einsetzen. Und ansonsten, dass man eben einfach einmal alle Stellen des Autos genau angeguckt hat durch den Reinigungsprozess und man dann danach weiß, wo gegebenenfalls noch weitere Stellen sind, um die man sich kümmern muss. Ich werde das Auto jetzt erstmal ein bisschen umparken und an die Batterie hängen. Aus meiner Erfahrung ist das immer sinnvoll, wenn man die Batterie lädt, gerade jetzt bei den kalten Temperaturen, damit sie den Winter auch übersteht. Ansonsten muss ich halt bei Gelegenheit eine neue Batterie reinmachen. Aber das sah jetzt bisher nicht so aus, als ob die Batterie ein Problem hat. Der ist immer einwandfrei angesprungen. Opel-Technik eben, ne, funktioniert. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich sehr freuen, wenn ihr die Videos weiter verfolgt. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.